Ich möchte euch heute als das für mich interessanteste Objekt in der Ausstellung dieses Foto hier zeigen. Das Foto ist 1935 veröffentlicht worden und es zeigt Adolf Hitler, wie er mit dem Rücken zu seinem Ferienhaus, Haus Wachenfeld, hier oben auf dem Obersalzberg, vor einer Menschenmenge steht. Sein Grundstück ist abgetrennt oder abgezäunt durch einen Maschendrahtzaun und auf dem Grundstück steht ein Schild, Haus Wachenfeld, Eintritt verboten, scharfe Hunde. Gegenüber Adolf Hitler auf der Straße sehen wir eine Ansammlung von Menschen, die die Hand zum Teil zum deutschen Gruß erhoben haben, und zwischen Hitler und den Menschen oder dieser Menschenmenge stehen Wachmänner, Sicherheitsposten in schwarzen Uniformen. Ein bisschen von dieser Menschenmenge abgesondert hat sich eine Frau, die vor Adolf Hitler auf die Knie gegangen ist, sich ihm zuwendet und ihm entweder ein Präsent oder ein Kind entgegenstreckt. Das kann man aus dieser Einstellung leider nicht erkennen. Adolf Hitler hat sich ihr zugewendet, streckte die Hand entgegen und blickt sie an. Dieses Foto ist für mich deswegen interessant, weil es eine Übergangszeit dokumentiert. Eine Zeit, in der Hitler, entstanden ist das Foto 1934, in der Hitler also schon formal den Gipfel der Macht erreicht hat. Er war bereits Reichskanzler des Deutschen Reiches, aber er hat die Rolle, in der wir ihn kennen, als totalitärer Führer und Diktator, noch nicht wirklich gefestigt gehabt. Zu dieser Zeit war es den Menschen ein Anliegen, Adolf Hitler hier oben am Obersalzberg in vermeintlich privater, ungezwungener Atmosphäre zu treffen. Die Menschen kamen ab 1933 in ihrer Freizeit hierher und haben versucht, einen Blick auf Adolf Hitler zu erhaschen. Das ging so weit, dass sogar polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden mussten. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1933 eine Anweisung, in der steht, es sei zu unterlassen, Adolf Hitler mit dem Feldstecher, also mit einem Fernglas, auf seinem privaten Gelände zu beobachten. Die Menschen, die hier hochkamen, wurden von den Einheimischen, von den Bewohnern des Obersalzbergs spöttisch als Wallfahrer bezeichnet. Diesen Menschen wurden wertlose Devotionalien verkauft, zum Beispiel Steine, die Adolf Hitler angeblich einmal in der Hand gehabt hätte. Und diese Menschen rissen auch Latten von einem Holzzaun, der hier stand, bevor der Maschendrahtzaun eingezogen wurde. Diese spontanen Besuche auf dem Obersalzberg waren nur möglich bis 1936, denn von 1935 bis 1936 wurde das Haus Wachenfeld, also Hitlers Ferienhaus, umgebaut zum Berghof, wie er hier bei uns in der Ausstellung an vielen Orten auch dargestellt ist. Das ganze Gelände wurde als Führersperrgebiet eingezäunt und der Zutritt wurde streng reglementiert. So haben ab 1936 nur noch Staatsgäste, persönliche Gäste Hitlers oder auch organisierte Besuchsgruppen, zum Beispiel von NS-Organisationen, Zutritt zu diesem Gelände gehabt. Und ab 1938 wurden dann private Besuche komplett untersagt. Das Bild, das wie gesagt 1935 erstmalig veröffentlicht wurde, wurde bis in die Kriegszeit hinein weiter ausgegeben und es transportiert ein ganz bestimmtes Bild von Adolf Hitler, das gebraucht wurde, um ihn als volksnahen Kanzler, als Führer des Volkes darstellen zu können. Es wird also hier eine sehr intime oder fast intime Szene, insbesondere mit dieser Frau, gezeigt, die in der Realität so nicht mehr stattfand. Das Bild, das hier transportiert wurde, entsprach spätestens ab 1938 nicht mehr den Verhältnissen, wie sie hier im Obersalzberg tatsächlich vorzufinden waren.